Das 41. Jahrtausend. Das Imperium der Menschheit. Es erstreckt sich über die gesamte Galaxis. Doch gewaltige Kriege toben an seinen Grenzen. Wie auch in seinem Inneren. Einzig ein gnadenloses Herrschaftssystem voller Grausamkeit und Verachtung vermag das Reich noch zusammenzuhalten. Vereint im Glauben an ihren gottgleichen Imperator bleibt den Menschen keine andere Wahl, als sich ihrem Schicksal zu ergeben. Doch die Menschen verändern sich. Psioniker werden geboren. Mutanten mit übernatürlichen Fähigkeiten. Sie sind das Tor zum Immaterium. Eine energiedurchflutete Parallelwelt, welche das Sternenreisen erst ermöglicht hat. Doch in ihr nehmen die Emotionen der Lebenden Gestalt an. Jene fleischgewordenen Albträume suchen die Menschheit als Dämonen heim. Und ihre finsteren Götter kennen nur ein Ziel: die Unterjochung des materiellen Universums. Inquisitor Lessus. In Kürze treten wir wieder in den Realraum ein. Die Warp-Anomalie. Sie hat sich vergrößert. Wir sind bisher noch nie zu spät gekommen. Inquisitor, wir bedauern jedoch nicht zur Unterstützung eilen zu können. Nova Streitkräfte blockieren die Straße von Karix. Halten Sie Ihres Amtes. Führer Imperator. Es ist die heilige Aufgabe der im Verborgenen operierenden imperialen Inquisition, dieser Bedrohung Herr zu werden. Überall in der Galaxis ist man auf der Suche nach den ersten Anzeichen einer Korruption. Durch die faule Saat der Chaoskulte. Die
sind dazu gemächtigt, jederzeit und mit jeglichen Mitteln gegen die Feinde des Imperiums loszuschlagen und sie zu vernichten. Willkommen zurück, Sohn der Konklave.
Komm weiter, Nira. Oder träumst du schon wieder? Ich frage mich wirklich, was das soll. Jeder Rekrut wäre besser geeignet. Denk daran, wenn sie sich weigern, bringst du sie allesamt um. Du kennst die Befehle. Osmar Adiodatus, planetare Verteidigungsstreitkräfte Sancta Heroica Theta, Sondereinsatzlegion. Hieronymus der Sechste von Remus, Sergeant Corris, Wodan Dubrovnik sowie der nicht anwesende Octavian werden mit sofortiger Wirkung den planetaren Verteidigungsstreitkräften unterstellt. Wie bitte? Während der Mission 312003 werden sie von Nira Gippus aus der Scholastica Psychana und mir unterstützt sowie begleitet. Eine Hexe! Auch das noch! Worum geht es bei dieser Mission? Verdächtige Personen sollen sich im alten Manufaktorum in der 69. Tiefe sammeln. Es ist unsere Aufgabe, diese verbotene Zusammenkunft zu sondieren und gegebenenfalls aktive Säuberungsmaßnahmen durchzuführen. Wie viel? Es wird keinen Sold geben. Der Befehl kommt von oberster Stelle, der Inquisition. Wie gelangen wir zur untersten Tiefe? Wir müssen die alten Versorgungstransporter im Nordosten der Stadt nehmen. Deswegen müssen wir so früh wie möglich aufbrechen. Was ist mit den alten Verbindungsschächten im Macharius-Trakt? Führen die nicht direkt hinunter? Die sind seit Jahrhunderten außer Betrieb. Es ist strikt verboten, die Maschinengeister zu stören. Wir haben da jemanden, der sich blendend mit ihnen versteht. Je eher wir diese Sache hinter uns bringen, desto besser für uns alle. Gut, dann treffen wir uns dort. Ich denke, damit dürfte alles geklärt sein. Wann seid ihr einsatzbereit? Frühestens in 6 Stunden. 3 Stunden. Für den Imperator! In den Wirbel mit der Inquisition! Ich mach doch nicht die Drecksarbeit für die! Lass uns verschwinden, solange es noch geht! Du kannst vor jedem weglaufen, Bruder. Aber nicht vor ihnen, das weißt du. Aber trotzdem. Irgendwas ist doch faul an dir. Warum gerade wir? Eben. Wir hatten doch keine auffälligen Aktionen in letzter Zeit. Und dann diese Psionikerin. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie meine Gedanken liest. Naja, da hat sie ja nicht viel zu tun gehabt, oder? Wir werden sehen. Haltet die Stellung und macht euch bereit. Ich unterrichte Octavian von den Neuigkeiten. Erwarten Sie meinen vollständigen Bericht in 24 Stunden. Zeichnet Adiodatus. Wegtreten. Famulus Eines würde mich aber brennend interessieren. Was denn? Warum hast du so eine Heidenangst vor psychisch begabten Menschen? Keinerlei Bedenken bei so komischen Kreuzen wie ihm. Octavian kann nur die Maschinen kontrollieren. Und ich bin keine verfluchte Maschine. Zumindest zu größten Teilen. Wir sollten aber trotzdem ein Auge auf diese Nira Gippus haben. Sie ist zwar eine Novizin, aber wer weiß, wie groß ihr Potenzial wirklich ist. Da kommen ja unsere beiden Ketten.
Ein Maschinenpriester habt ihr also. Ich habe diesen Menschen noch nie vertraut, sofern man sie überhaupt noch Menschen nennen kann. Sie glauben nicht wahrhaftig an den Imperator. Hey, er scheint endlich fertig zu sein. Die Riten der Erweckung sind vollzogen. Der Aufzug wird uns sicher bis zur 63. Tiefe bringen. Halt! Adiodatus. Ich gehe mal davon aus, dass ihr keinerlei Informationen über diese verbotene Zusammenkunft habt. So wie ich die Arbeitsweise der Inquisition kenne. Angesichts der Kampfkraft dieser zusammengestellten Strafeinsatzgruppe kann es sich lediglich um schlecht ausgerüstete Aufrührer handeln. Unterschätze uns mal nicht, Goldjunge. Wenn du wüsstest, was wir schon alles durchgemacht haben. Und unterschätze die Inquisition nicht. Es ist meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass ich jegliche heretischen und blasphemischen Aktionen und Aussagen protokollieren werde. Ich hoffe, das ist Ihnen klar von Remus. Völlig klar. Zum Henker. Jetzt lasst uns dieses Ketzer noch kurz ausriechen. Flanke wo dann? Raum gesichert. Gas- und Strahlungswerte im akzeptablen Bereich. Sehr gut. Wir rücken vor bis zur nächsten Abstiegsmöglichkeit. Octavian, alle 10 Minuten einen Tiefenscan. Die Gesetze des Administratums reichen nicht bis hier hinunter. Ich will keine bösen Überraschungen erleben. Einfach zu langsam, Soldat. Auf Kerberos 7 hättest du schon längst eine Kugel im Kopf. Sie sind nur leicht bewaffnet. 3 weitere Signale aus dem Raum hinter der Tür.
Keine Überwachungssensoren auf dem Gelände. Die weiteren Bereiche liegen für mich im Schatten. Gut zu wissen. Die Mauern des Manufaktorums. Vermutlich. Adeodatos, Statusbericht. Einsatzleitung, können Sie mich hören? Adeodatos an Einsatzleitung. Kann mich irgendjemand hören? Adept Octavian, spüren Sie es auch? Ich spüre nichts, Psionikerin. Ich sehe. Aber das Auge des Maschinengotts ist getrübt hier. Kein gutes Auge. Wo sind eigentlich die anderen? Was wird das denn? Sie sollten doch warten. Halt! Was im Namen des Einzigwahren hast du hier zu suchen? Wegen dem Einzigwahren, unter allem Einzigwahren bin ich hier. Ich suche nach meinem Eigentum. Einer meiner Arbeitssklaven ist mir entkommen. Du bist hier falsch. Wir haben niemanden gesehen. Merkwürdig. Ich war mir sicher, dass er in diese Richtung gerannt ist. Aber vielleicht hättet ihr ihn ja gesehen, wenn ihr euch nicht so leicht ablenken ließet. Interessante Vorgehensweise. Beeilen wir uns, vielleicht sind noch mehr in der Nähe. Octavian, behalte die Umgebung im Auge. Ich denke, wir haben hier genug Untersuchungsmaterial für die Inquisition. Beeilen wir uns, dass wir hier herauskommen. Ja, genau. Der Wortlaut der Missionsbeschreibung ist eindeutig von Remus. Aktive Säuberungsmaßnahmen. Wir haben bereits 5 von denen ausgeknipst. Ja, und ohne zu wissen, ob sie tatsächlich eine Gefahr darstellen. Ich hab's doch geahnt. Was? Da ist ein sehr merkwürdiges Symbol auf ihren Kutten. Das bestätigt unseren Verdacht, dass es sich um eine verbotene Organisation handelt. Wir müssen tiefer in den Komplex eindringen. Mehr Beweise für die Inquisition sammeln. Octavian? Gibt es Ärger? Interferenzen. Seltsame Interferenzen. Da ist... Nein. Da war jemand. Hinterher!
Maccabeus schickt mich. Die Vorbereitungen haben begonnen. Er möchte Sie sprechen, bevor es beginnt. Ich werde kommen. Was gibt es? Ich denke, wir haben genug gesehen, Soldat. Sie können sich Ihre Abzeichen beim nächsten Himmelfahrtskommando verdienen. Wir befolgen die Befehle von Remus. Wir ziehen uns erst zurück, wenn wir wissen, was hier vor sich geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier doch jemand mehr Einblick in gewisse Akten hatte. Hä? Seid still! Ich glaube, ich habe etwas gehört. Octavian? Sehr schwach. Bleibe dran. Nira? Wo ist Nira? Eine psionische Schockwelle. Wir sollten uns beeilen. Das nie wieder. Was ist passiert? Der Imperator stehe uns bei. Mir wurde es schwindelig. Sigma Cipio, näher kommend. Attacke! Sturmangriff! Los, los! Hinter dir! Ich kann euch nicht mehr.
mal auf 12 Uhr! Octavian, ist das der Weg, der uns am ehesten wieder rausbringt? Diejenigen mit den geringsten Feindaktivitäten. Oder? Wenn wir das hier überleben sollten, erinnere mich bitte daran, dass ich dem Feinherrn Adeodatus ein paar bleibende Ohren verpasse. Wir brauchen einen Ausgang, Octavian. Schnell. Vorsicht! Da kommt jemand! Im Namen des Imperators, haltet ein! Das Siegel der Inquisition. Ein Agent. Das wird ja immer schöner hier. Sie haben Glück, dass ich nicht höher oder tiefer gezielt habe. Nur eine Fleischwunde. Lasst uns schnell gehen. Die Tür lässt sich nur von innen öffnen. Hier ist niemand. Gut, wir müssen zurück. Es soll bald beginnen. Viele Bereiche werden von der Konklave nicht benutzt. Als ich erfuhr, dass ihr in den Nordostkomplex geflohen seid, habe ich mich natürlich beeilt, um euch abfangen zu können, bevor sie euch finden. Konklave? Was sind das für Leute? Das wisst ihr nicht? Nicht wirklich. Seltsam. Das ist nicht üblich bei Missionen dieser Tragweite. Auf jeden Fall tut es mir leid um den Verlust eurer Kameraden. Leider habe ich den Kontakt zur Einsatzleitung verloren. Sonst hätte ich euch durch einen geheimen Zugang hereingelotst.
Braucht Ihnen nicht leid zu tun. Wir haben niemanden verloren. Inquisitor Lessus hat nicht mehr geschickt? Nein. Verdammt nochmal! Worum geht es hier eigentlich? Moment, wir sind gleich da. Ich habe mir an strategisch wichtigen Stellen Zugriff verschafft und hier in der Nähe ein Geheimversteck einrichten können. Sehr gemütlich, aber besser als ständig in Anwesenheit dieser Ketzer sein zu müssen. Brauchen Sie Verbandszeug? Das ist nicht nötig. Ich kümmere mich später selbst darum. Haben Sie eigentlich auch einen Namen oder ist er ebenfalls streng geheim? Deckname Lechias. Also, Lechias. Erzählen Sie uns doch mal, warum wir hier sind. Oder besser gesagt, was Sie glauben, warum wir hier sind. Ihr wurdet angeheuert, um eine unheilige Zeremonie zu verhindern, die den gesamten Planeten und womöglich alle umliegenden Systeme bedroht. Hexergesindel also! Ich hab's doch gewusst, die ganze Zeit! Keine gewöhnlichen Hexer. Die sogenannte Konklave der Neuen Einigkeit wird angeführt von Cyriacus Maccabeus, einem Verräter, dessen Spur wir schon seit einigen Jahrzehnten verfolgen. Er muss aufgehalten werden, bevor er seinen wahnsinnigen Plan in die Tat umsetzen kann. Was genau hat er vor? Unwissenheit ist ein Gut, das es zu beschützen gilt. Vielleicht gab es ja einen Grund, warum man euch Informationen vorenthalten hat, Söldner. Na klar. Sonst hätten wir uns auf diesen ganzen Scheiß gar nicht eingelassen. Es ist eine Invocatio Dämonis, nicht wahr? So könnte man sagen, doch seid vorsichtig mit euren Worten und Gedanken. Wir wollen keines dieser dunklen Wesenheiten anlocken. Seit Monaten schon muss ich mich dieser faulen Saat erwehren, die hier überall verstreut ist. Nur zu gut weiß ich von diesen namenlosen Dingen. Wie dem auch sei, ich wurde hier eingeschleust, um mehr über die Machenschaften des Maccabeus herauszufinden. Doch dann brach der Kontakt nach oben ab und ich konnte nur noch wenige Daten übermitteln. Vermutlich weiß der zuständige Inquisitor gar nichts von der Sache. Das würde erklären, warum wir geschickt wurden. Aber wir sind definitiv die Falschen für diese Mission. Soll die Inquisition ihre Spezialisten schicken? Ja, genau. Oder gleich die Krieger des Adeptus Astartes. Die Zeit eilt jedoch. Eine günstige Sternenkonstellation steht uns bevor, wie ich erfahren habe. Was? Soll das heißen, es geht jeden Moment los und wir sind mittendrin? Was sollen wir tun? Wenn es darum geht, diesen Verräter, dessen Namen ich nicht wiederholen möchte, zu liquidieren, dann melde ich mich freiwillig für diese Mission. Nira und ich sind bestens dafür gerüstet. Ach, das Milchgesicht will also den Helden spielen, ja? Gib es doch zu, du hast die ganze Zeit davon gewusst. Das ist doch ein abgekatertes Spiel, ihr steckt doch alle unter einer Decke. Haben Sie ihm nicht zugehört? Es geht um Sancta Heroica, um meine Heimat. Welchen Nutzen hätte die Inquisition davon, einen Haufen dreckiger Söldner auf solch eine wichtige Mission zu schicken? Vielleicht sind wir aber auch nur als eine Art Ablenkungsmanöver gedacht. Ich zumindest habe keine Lust, mein Leben für diese Stadt oder den Rest der hässlichen Welt zu opfern. Nimm deine Waffe runter, Sergeant. Wir haben keine andere Wahl, wie es scheint. In diesem Universum wird man geopfert oder man opfert sich selbst. Wir könnten aber gut ein wenig Verstärkung gebrauchen. Genau. Warum informierst du nicht einfach deine Vorgesetzten, Adeodatus? Sein geheimes Funkrelais hat den Kontakt verloren, seitdem wir die 69. Tiefe betreten. Das ist richtig. Ich kann seitdem keine Windlock-Nachrichten mehr senden. Die Konklave weiß sich zu verbergen. Doch wir vermögen dies ebenso. Ich kenne einen geheimen Weg, der unterhalb des Manufaktorums verläuft und euch direkt in den inneren Bereich der Konklave bringt. Dort werdet ihr die Köpfe dieser heretischen Hydra finden.
Sie werden uns nicht begleiten? Ein imperialer Agent mit eurer Erfahrung, euren Fertigkeiten, könnte uns hierbei von großer Hilfe sein. Meine Stärke liegt in der Infiltration und nicht im Kampf. Meine Fähigkeiten sind eher ungewöhnlich. Dies ist nicht meine Gestalt, sondern die des reichen Händlers Royal Eisenstein. Einem einflussreichen Förderer der Konklave, der sich unter den Heretikern relativ frei bewegen konnte. Spione, die ihre Gestalt verändern. Ich habe davon gehört, dass die Inquisition solche Agenten zur Verfügung hat. Genug! Bringen wir es hinter uns! Ich muss ohnehin bald wieder zurück, damit sie keinen Verdacht schöpfen. Und weicht auf keinen Fall von dem von mir vorgezeigten Weg ab. Keine Sorge. Octavian hat die Route bereits eingespeist. Sehr gut. Voluntas Imperatoris Ervigiator. All das, was das Imperium für seine Verteidigung braucht. Panzer, Waffen, Munition. Warum wurde das Manufaktum dann stillgelegt? Das weiß heute keiner mehr so genau. Viele munkeln, dass es mit der großen Epidemie vor einigen Jahrhunderten zusammenhängt. Aber um diesen alten Teil der Stadt ranken sich so oder so Abmärchen. Welch eine Verschwendung. Ich will ein Gebet der Verzeihung an den Omniscia senden. Was hast du? Es geht wieder. Sie ist plötzlich zusammengebrochen. Keine Sorge, man gewöhnt sich daran. Wir müssen weiter. Sie haben geschrien. Geschrien? Wer hat geschrien? Ich weiß es nicht. Es waren viele. Doch als Sie kamen, da verstummten Sie. Das soll doch jetzt kein Annäherungsversuch sein. Nein. Ich habe ein Gelübde abgelegt. Verunreinigen Sie meine Gedanken nicht. Aber es ist, als würde Sie eine Aura der Ruhe umgeben. Es vertreibt böse Geister. Ein fremdes Volk hat es mir gegeben, nachdem es mich gerettet hat. Eine Xenos-Teufelei? Wenn du es so nennen willst. Ich spüre, dass es mich beschützt, aber ich will es dir gerne ausleihen, falls es dir helfen sollte, deine Gedanken auf unsere Mission zu fokussieren. Es ist wunderschön,
Behalte es trotzdem lieber verborgen. Wo bleibt ihr Kroxe denn? Was ist los? Welchen Weg nehmen wir jetzt? Das ist unser Weg. Tja, jetzt lassen wir also eine Spielkarte über unser aller Schicksal entscheiden. Wie so manche Inquisitoren auch. Ihr wolltet mich sprechen, Inquisitor Maccabeus? Ja, werter Eisenstein. Ich hoffe, meine beiden Leibwächter haben Sie nicht gestört. Aber nach diesem seltsamen Überfall, bei dem Sie ja auch verletzt wurden, wie ich sehe, sind wir gezwungen, uns vorsichtiger zu verhalten. Diese Eindringlinge. Es könnte sich um eine Vorhut handeln. Vielleicht sind die Puritaner unter meiner Zunft uns bereits auf den Fersen. Sie wirkten auf mich eher wie ein Haufen verlotterte Artefaktjäger. Ja, mag sein. Aber man sollte nie dem äußeren Anschein trauen. Wie ich sehe, habt ihr den Stab bereits aus der Stasiskammer holen lassen. Ich dachte, das sollte nur dann geschehen, wenn es soweit ist. Ich habe ihn lediglich zu Studienzwecken in meine Kammer bringen lassen. Keine Sorge, die Splitteressenz in ihm wird nicht so schnell schwinden. Im Gegenteil, sie ist sogar sehr lebendig. Geht bitte vorsichtig damit um. Ich habe mein gesamtes Vermögen dafür eingesetzt, um diesen wertvollen Gegenstand nach Sancta Heroica bringen zu lassen. All unsere Mühsal wird bald mit dem unsterblichen Segen des Imperators aufgewogen werden, mein Freund. In Kürze werden wir damit beginnen. Die Sterne stehen exakt so wie damals, wie vor etwa 1000 Jahren, als Prinz Beveshgegor, verflucht sei sein falscher Name, zum ersten Mal seine fauligen Schwingen über diesen Planeten ausbreitete. Heute werden wir ihn ein für allemal stürzen. Wir werden ihm die rechtschaffenen Ketten des Glaubens aufzwingen. Seine Macht soll wider seine verkommene Art genutzt werden. Rennen wir seine Brut! Sein Gefolge
werden wir vom Antlitz des Universums tilgen. So wahr ich Makkabäus heiße. Sic fiat et non aliter. Ja, so komme es. Begeben Sie sich nun bitte so bald wie möglich in eine der Schutzkammern und hängen Sie ein persönliches Reinheitssiegel an die Tür. Bei der Zeremonie werden ungeheure Mengen an psionischer Energie freigesetzt. Es kann geschehen, dass ungebetene Wesen aus dem Immaterium uns heimsuchen werden. Wappnen Sie sich dagegen. In wenigen Stunden wird alles vorüber sein. Und dann werden wir mit unserer Forschungsarbeit fortfahren können. Eisenstein, Sie sollten sich ohnehin zur Ruhe betten. Sie wirken geschwächt. Die Verletzung? Ja, das wird es wohl sein. Dann machen Sie sich mal auf den Weg. Ich für meinen Teil werde nun eine Großtat angehen, die in die Annalen des Imperiums eingehen wird. Jetzt müssen wir auch noch durch so eine Suppe kriechen. Davon wird das Ganze auch noch tiefer. Ich hoffe, deine Sensoren irren sich nicht, Octavian. Da ist nichts unter dieser Drecksbrühe. Es sind Ratten. Es sind nur Ratten. Ich hätte jetzt Lust auf einen Rattenwürfel. Weißt du noch, damals auf Necromunda, da waren sie immer best. Da war die Kloake auch am stärksten kontaminiert. Ja, da gab's anständige Ratten. Es geht schon. Nur ein Schwächeanfall. Bringt mich zu meiner Schlafkammer. Ich muss noch ein paar persönliche Dinge erledigen. Aber das geht nicht. Kein Aber. Ich komme zum Schutzraum nach. Ich werde es schon schaffen. Eine Sache wundert mich, Soldat. Und die wäre? Wenn das über uns die 69. Tiefe ist, wo zum Horus sind wir dann? Wir sind immer noch in der 69. Tiefe. Es kann aber sein, dass das Manufaktorum durch Makropolbeben abgesackt ist. Meine Stadt hat genau 191 Höhen und 69 Tiefen. Merkt ihr das, Söldner? Seid mal still. Warpsturm naht. Wir sollten uns beeilen. Was geschieht mit mir?
Halte die Augen offen, es kann nicht mehr weit sein. Bringen wir es zu einem Ende. Die hatten wohl weniger Glück als wir. Los, weiter.
verdammten Inquisition erkläre ich diese Versammlung für beendet. Ihr dürft uns nicht unterbrechen. Nicht jetzt. Ihr Narren! Das war, wofür es schien. Was war es dann? Nira? Ich weiß es nicht. Du könntest recht haben mit deiner Vermutung. Wodan hat an der Kutte des Makkabäus ein Inquisitionsabzeichen gesehen, bevor er seinen Leichnam verbrannte. Das waren keine Anhänger des Chaos, zumindest keine gewöhnlichen. Ich weiß nicht, in was für eine Geschichte wir hereingeraten sind. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber wenn wir wieder an der Oberfläche sind, dann nehmen wir den erstbesten Raumfrachter und verschwinden von hier. Wir könnten dich mitnehmen, Nira. Bald wird ein Platz frei sein. Ich werde deine Engramme deinen Brüdern übergeben, auf dass sie zum Mars gebracht und in den Tempel des Maschinengottes gelegt werden, so wie du es mir aufgetragen hast. Aber jetzt müssen wir weiter. Alter Freund, wir müssen weiter. Omnisias te per tenebras ocebit.
denselben Weg, bevor er uns versperrt wird. Ist mir völlig gleich, was mit Patrouille 9 geschehen ist. Ihr bleibt auf eurem Posten! Dafür ist es nun zu spät. Das Fleisch ist schwach. Wo bleibt Osmar? Oh, der tapfere Soldat hat sich wohl verletzt und will es nicht zugeben. Ich hole ihn mal. Was ist los mit dir, Mira? Du hast es doch gespürt. Da war etwas in der Tür. Aber es ist nicht nur in der Tür. Es ist überall. Es bringt nichts! Es wächst wieder! Geht weiter! Wir finden einen anderen Weg! Auf, Soldat! Schweigt still, meine Brüder. Schweiget still. Ja, die Zeremonie wurde unterbrochen. Ihr wisst, was nun jeder einzelne von euch zu tun hat. Meint ihr, sie schaffen es auch alleine? Horace ist nicht so leicht klein zu kriegen. Er wird es schon packen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier vorbeigekommen sind. Komm schon, wir müssen zusammenbleiben. Wissen Sie überhaupt, wo es hier wieder rausgeht? Natürlich. Da, wo die ganzen freundlichen Typen mit den Masken herkommen. Da geht's auch wieder raus. Warte hier. Verdammt! Unser Feind spricht. Wie viele? Es sind 2 zu viele. Siehst du die Treppe da drüben? Ja. Schnell sind. Schaffen wir es. Ich gebe dir Rückendeckung. Gut. Los! Das sind die Mörder! Richtet sie! Schließt sie auf!
ist Wodan. Sieh mal. Also hat diese Stadt doch mehr Tiefen, als bekannt sind. Auf jeden Fall haben wir uns verirrt. Diese Markierung bringt uns auch nicht weiter. Komm. Verschafft uns ein bisschen Zeit. Komm. Gut. Alles in Ordnung. Geht schon. Wo müssen wir lang? So lang. Keine Panik. Jetzt nur keine Panik. Was im Namen? Wo lang? Welchen Gang? Da lang. Komm, wir müssen da lang. Das sieht aus wie ein Marktplatz. Oder so etwas in der Art. Das ist kein Marktplatz. Die Seuche, die hier unten gewütet haben soll, war eine Seuche des Geistes. Gläubige gegen Ketzer und Ketzer gegen Gläubige. Deswegen haben sie damals die untersten Tiefen versiegelt und in Vergessenheit gehüllt. Lasst uns weitergehen. Bitte. Was hat es eigentlich mit Ihrer Spielkarte auf sich, Sergeant? Früher, in meinem Regiment, da haben sie mich immer Pikas genannt. Weil ich sie stets bei mir hatte. Sie ist mein Glücksbringer, Adeodatus. Hat mich aus der Sklaverei befreit. Diese kleine Spielkarte. Mein Besitzer war betrunken, als er den Wetteinsatz erhöhte und... Naja, ist schon lange her. Manchmal kommt es mir vor wie 2, 3 Ewigkeiten. Naja, und kurze Zeit später, da habe ich mich rekrutieren lassen. Da war ich 12. Wie schon? Lauf, Adeodatus! Lauf! Na wunderbar! Gepriesen sei er auf Erden! So aus, als ob vor kurzem noch jemand hier war. Die Konklave hat sehr tief gegraben, wie es scheint. Sei es zu Forschungszwecken oder zur Huldigung. Vermutlich war es irgendwann beides. Hierro! Ich höre sie wieder. Die Stimmen. Es waren so viele.
Wer weiß, was geschieht, wenn du es ablegst. Die Luft und die Wände sind so vollgesogen mit psionischer Energie. Dazu braucht es keine Gabe. Es ist keine Gabe! Es ist ein Fluch! Beruhige dich, Nira. Wir werden einen Ausweg finden. Verdammt! Sie haben die Tür zugeschweißt! Ich werde Verstärkung holen. Für ihre Tat werden sie büßen. In die andere Richtung freispringen. Und zwar schnell. Beten nützt jetzt auch nichts, Adeodatus. Taten sind die Gebete eines Soldaten und Siegel. Seine Opfergabe. Jetzt geh schon. Dann wollen wir mal hoffen, dass es auf der anderen Seite weitergeht. Chorus? Es tut mir leid. Er hat es mir befohlen. Er hat es befohlen. Wie weit diese Treppe wohl nach oben führt? Ich hoffe weit. Der Verbindungsschacht nach oben könnte versiegelt sein. Wir werden sehen. Rodan?
Wodan! Verdammt! Unwissender. Lieber sterbe ich jetzt für die Sache, als später für ihn. Was soll das heißen? Sprich, Ketzer! Wir haben versagt. Er ist wieder frei und er dürstet. Wo ist er? Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Hör mir gut zu, Nira. Du wirst jetzt über diese Brücke gehen und diese Treppe hinaufsteigen. Du wirst es schaffen. Das weißt du. Du bist stärker und mächtiger als jeder einzelne von uns. Aber ich kann euch doch nicht... Du musst. In diesem Universum wird man geopfert. Oder man opfert sich selbst. In Wahrheit können wir nicht einmal über die Art unseres Todes frei entscheiden. Weit kannst du noch nicht sein.
Nein. Daher muss ich das tun.
Tor zu meinem Reichtum öffnen. Und dort brauche ich deine Kraft. Du bist nicht allein. Nun spüre ich dich, alter Freund. Nun sehe ich dich. Selbst nachdem ich deinen Körper zerschmettert habe, versucht dein Geist noch meine Pläne zu durchkreuzen. So wie ich die deinigen zunichte gemacht habe, Runenprophet Windtopfler. Welche Ironie. Ungewöhnliche Psi-Aktivitäten auf Sancta Heroica. Dort wird es also wieder beginnen. Übernehmt die Koordinaten. Von Anfang an hast du mich also durchschaut. Hast zugesehen, wie ich meine Figuren wählte. Vom sichtigen Gestaltwandler über den größenwahnsinnigen Jäger bis hin zum schlummernden Energiestrom. Und nun alles zunichte gemacht, indem du den Rest deiner kümmerlichen Existenz ins Spiel brachtest. So groß ist also dein Opfer. Das Sphärentor vom Kammern-Sibit mag mir nun für immer verwehrt sein. Doch deine Seele ist ebenso für alle Ewigkeit verloren. Du magst mich überlistet haben, doch in den großen Plänen des ständig Wandelnden sind Niederlagen nicht vorgesehen. Das Chaos ist ewig.
Ich habe Ihnen ja prophezeit. Wir würden nicht zu spät kommen. Wir sind zu spät gekommen. Man sagt, dass es mehr Dämonen gibt, die in der Finsternis lauern, als Sterne am Himmel leuchten. Doch es wird der Tag kommen, an dem es keinen Stern mehr wird geben.